Guten Morgen, Mondschein. Ich bin gerade in Vösendorf. Es ist 2:50 Uhr, ich bin schon 20 Minuten gegangen. Wir gehen halt nach Krems. Krems an der Donau ist von daher mit dem Auto circa eine Stunde entfernt. Zu Fuß laut Google Maps 15, 16. Laut Komoot 22 Stunden, warum auch immer. Es sind zwischen 75 und 85 Kilometer, je nachdem, wo ich dann einen Schlenker einbaue. Ich bin kein Morgenmensch. Ich habe gerade Personen gesehen, die gerade vom Fortgehen kommen. Leicht angesoffen. Man sieht in den Fenstern noch Menschen, wie die noch fernsehen. Und ich habe schon geschlafen und renne jetzt in der herrgottsfreien Gegend rum. Es ist ein Sonntag. Was tut man sonst auf einen Sonntag? Pfingstsonntag, by the way. Und es ist finster und die Vögel zwitschern und man hört in der Ferne die Autobahn. Und ich trinke jetzt wieder meinen Tee. Und schauen wir, ob wir das schaffen. Innerhalb von 15 oder 22 Stunden nach Krems zu kommen. In einem durch. Upsi, das wäre Plan A. 80 Kilometer in unter 24 Stunden. Versuch 1. Los geht's. So, warum gehe ich heute nach Krems? Krems liegt von Vösen aus gesehen ungefähr am halben Weg zu mir nach Hause ins Waldviertel. Und meine Schwester wohnt in Krems. Von daher sollte ich es nicht schaffen, dann kann sie mir irgendwo am Weg auflesen. So, das ist mein Plan B. Mein Backup-Plan. Grüße gehen raus. Danke, Sis. Es soll halt 20 Grad kriegen am Tag oder bis zu 22. Momentan hat es ca. 12. Das Wetter sollte halten, also nichts mit Regen, Wind oder sonstigen Widrigkeiten. Ich bin gespannt, wie lange durchhält. Ich hätte ein bisschen leicht einpacken sollen, aber weil es Sonntag ist und keine Supermärkte am Weg offen haben werden, muss ich jetzt alle Snacks mitnehmen. Ich habe was Smoothies mit, Proteinriegel, Müsliriegel, bisschen Wurst, Tomaten, Äpfel, Cola, Traubenzucker, ein paar Nüsse. So, nur mit. So, jetzt hört man gleich den Arm ab. Ich habe eine Fruchtmarke mit, 2 Liter Wasser im Camelback. Hier ist nur mein Tee. Ich habe vorher gefrühstückt, einen Kakao und ein Müsli mit Joghurt und Himbeeren. Ja, das muss jetzt reichen. Ich habe nur meine Drohne mit, eine kurze Hose und ein zweites Paar Socken und ein Tanktop.
Sonnencreme, Regenschutz bekam mit. Ich habe nochmal eine Stirnlampe mit für etwas später. Und ich glaube, das war's. Ja, ein paar Pflaster und solche kleine Mini-Medikits. So, Moped da vorbei. Mini-Medikit, also Ibuprofen, ein bisschen Magnesium, Pflaster, Mini-Taschenmesser zum Pflaster schneiden. Die kommen alle vom Fortgehen haben. Ja, und jetzt schauen wir mal, wer wir kommen. Bis später. Es ist gerade 4 Uhr. Es dämmert schon, die Vögel zwitschern. Und wir sind immer noch in Wien. Am 23. Und da verläuft das alte Aquädukt. Nur zu den Höhenmetern. Jetzt kommt ein Taxi mit. Die Challenge bei der Tour ist sind weniger die Höhenmeter. Ich bin da ganz finster. Sondern eher die Länge. Die Höhenmeter, das ist die höchste Steigung, ist was bei 425 Meter. Das ist kurz nach Wien draußen. Vösendorf liegt auf ca. 200 Meter und bis Breitenfurt steigt es ca. 100 Meter an. Auf einer Länge von, jetzt sagen wir 11 Kilometer. Von daher ist es eine Steigung, die man kaum sieht. Also fühlt sich relativ eben an. Und dann kurz nach Wien raus, quasi wo die Voralpen quasi anfangen. Im Wienerwald macht es mal 2 Peaks nach oben bei ein bisschen über 400 Meter. Und dann nach Krems fährt es eigentlich immer wieder. Und man geht ewig lang geradeaus. Von daher die Challenge, nicht die Höhenmeter, sondern einfach die Länge. Und jetzt siehst du mal, bei mir ist schon richtig hell hinter mir. Enger Friedhof. Ja. Ich bewege mich schon langsam Richtung Stadt auswärts. Ich gehe jetzt circa, es ist 1 Stunde 40. Bin noch ganz fit. Meine ganzen Getränkevorräte
ziehen ein bisschen runter. Mein Tee habe ich ausgetrunken. Und jetzt muss ich mal anfangen, das andere aufzureißen und Gewicht zu reduzieren, weil ich spüre es da oben auf den Schultern. Links und rechts. Aber ich bin noch motiviert, wenn ich wieder mal heller bin. Auf geht's! (4:25 Uhr). So, wir sind gerade noch im 23. Bezirk in Wien. Wir sind also ziemlich die ganze Ketzergassen abgegangen. Und das ist schon sehr idyllisch da. Da ist jetzt am Ende von Wien dieses riesen Kollegium. Es hat ein bisschen was von Shining, wer den Film noch kennt, mit Jack Nicholson. Es ist riesig. Ist irgendwie Internat, Schule, Gymnasium. Ich kann es nicht genau sagen, aber es ist echt riesig. Und es liegt am Fuße vom Wienerwald, von den Voralpen quasi. Mir würde interessieren, wie das ist, hier zur Schule zu gehen. Es ist extrem idyllisch da. Ich war ja ein paar Jahre im Internat zu Tourismusschulzeiten mit Uniform und so. Das war schon, da war ja auch in Krems, war das zufällig. Zu der Zeiten hat man das natürlich nicht so geschätzt. Aber es war eigentlich schon ganz cool. Im Nachhinein betrachtet. Nicht immer alles, aber gut. Wobei das war halt nicht so ehrwürdig wie das Gebäude. Ich meine, das hat doch Platz für Tausende von Schülern, wenn man das anschaut. Gefühlt.
Finde ich krass. So, wir werden da bald Wien verlassen. Jetzt ist es, ich glaube, 4:41 Uhr. Wir gehen jetzt 2 Stunden 20. Und die Sonne geht bald auf. Und wir gehen mittlerweile auf Schotter. Wir sind aus Wien draußen. Jetzt geht es Richtung Breitenfurt. Laut Google Maps haben wir nur mehr 66 Kilometer. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist. Ich weiß nicht, wie akkurat der Google Maps ist. Aber nur so als Anhaltspunkt. Es ist jetzt kurz vor 5. Noch kein Mensch unterwegs. Die Vögel zwitschern. Stirnlampe brauche ich somit jetzt auch keine mehr. Meine kleine Zehe hat sie gerade irgendwie bemerkbar gemacht. Ich habe bevor ich weggegangen bin, schon meine Füße eingetaped. Fersen und die kleine Zehe. Nicht so wie am Camino in Portugal, dass ich am ersten Tag Blasen habe. Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Gestern Abend habe ich mir meine Füße noch dick mit Vaseline eingeschmiert, damit die Haut schön geschmeidig ist. Ja. Bis auf die kleine motzige Zehe geht es soweit gut. Das mit den Schultern hat sich auch wieder erledigt. Ich glaube, die haben sich jetzt daran gewöhnt, dass ich den Rucksack trage wieder. Also wir gehen da jetzt Richtung Breitenfurt. Oder wir sind schon in Breitenfurt, aber es ist so ein bisschen ein Randgebiet. Und parallel zur, ich glaube, es ist eine Landstraße, die quasi aus Wien rausführt. Links und rechts. Timmins ist ja dann die, ja, Berge kann man nicht sagen, die Hügel. Quasi die Anfänge der Alpen.
unterwegs von Breitenfurt nach Laab im Walde. Laut Google Maps nur mehr 62 Kilometer. Ich habe jetzt so meine Stecken hergenommen. Es ist jetzt 5:25 Uhr. Schon langsam wachen die Leute auf. Mir ist fast ein bisschen frisch in die Finger, muss ich sagen. Es ist jetzt zwischenzeitlich ein bisschen kühl geworden. Aber es geht gut voran. Mit den Stecken haben wir ein bisschen mehr Speed, dass wir mal ein paar Meter machen. Da ist so ein Hahn, der Kretscher. Und dann Specht haben wir. Da hat jetzt der Fuß- und Radweg aufgehört. Jetzt muss ich da an Trampelweg entlang gehen. Ich habe gerade einen halben Liter Latella getrunken. Das ist eine Molke mit Maracuja. Jetzt ist mein Rucksack wieder um einen halben Liter leichter. Sehr gut. So, noch Laab. Das ist das nächstgrößere Pressbaum. Und das steuern wir jetzt an. Zwischendurch haben wir ein bisschen gedehnt. Und jetzt gehen wir weiter. So, wir haben da gerade einen Peak überwunden. Ich glaube, das war die erste oder die zweite Anhöhung. Und jetzt geht es da wieder bergab. Nur der Fußweg, also der asphaltierte Radweg Schrägstrich Fußweg, hatte ein Ende. Jetzt muss man halt da entlang der Landstraße weitergehen. Es ist jetzt 6:39 Uhr. Es ist schon ein bisschen mehr Verkehr, aber es geht noch.
keine Rush Hour am Sonntag zu erwarten. Um 6:30 Uhr. Also alles gut. Ich habe mir mittlerweile den neonfarbenen Regenüberzug vom Rucksack drüber gezogen, damit man mich von hinten besser sieht. Ich bin komplett schwarz angezogen. Von daher, Lichtfahrer sind sichtbarer. Oder neonfarbene Fußgänger, je nachdem. Der Baum ist so geil. So, es geht bergab. Ups. Okay, das ist kein Tier. Alles gut, nirgends draufgestiegen. Dann gehen wir mal Richtung Pressbaum. Ich bin da gerade seitlich Wolfsgraben Richtung Pressbaum. Kurz vor der Autobahnauffahrt, wo wir nicht entlang gehen. Jetzt ist die Landstraße, ist es die L13 oder B13, ich habe keine Ahnung. Muss ich da jetzt entlang gehen? So ein paar 100 Meter. Gut, dass noch nicht so viel Verkehr ist, sonst war das echt ein bisschen scheiße. Weil da halt auch wenig Platz auf der Seite ist. Oh ja. Das sind noch ein paar 100 Meter, das ist überschaubar. Dass mir da keiner niederfährt. Das wollen wir nicht. Dann dürfte nämlich unter der Brücke von der Autobahn nämlich irgendwo ein Radlweg seitlich weggehen. Und den steuere ich jetzt an. Aber die Sonne scheint, es wird schon langsam wärmer. Mein Gesicht ist dann nicht mehr so eingefroren. Es läuft. Engpass überwunden. Es hat dann wieder ein Weg angefangen. Und da hinten geht die Autobahn. Wien-Außenring-Autobahn. So, jetzt mal schauen. Da gibt es so einen Radlweg. Und dann gibt es einen Weg in den Wald. Ja. Da gehen wir jetzt entlang. Ja, anatomisch nicht ganz korrekt, aber gut. Und da unten ist auch noch ein Weg. Retour. Es ginge da zwar an der Straße entlang dieser Weg, aber laut Google Maps, warum können die Leute ihren Scheiß nicht wegräumen? Aber laut Google Maps geht's da links vorbei, weil weiter vorne ist ein Teich oder irgendein Gewässer und da kann man quasi westlich davon vorbeigehen und nicht östlich entlang, wo die Straße geht.
Dann schauen wir sich das an. Und dann können wir ja vor allem beim Teich mal Frühstück Nummer 2 einlegen. Meine Socke ist ein bisschen nass. Ich war gerade im Wald, kurz einmal austreten. Man nimmt natürlich seinen Kram wieder mit und schmeißt ihn in den Mistkübel. Kurz mal Füße checken. Ich habe so eingetaped zur Sicherheit und habe dem kleinen Zeh ein neues Pflaster gegeben, weil der motzt schon wieder. So. Socke nass, Socke nass. Das ist mein Leukoplast. Fersen ein bisschen auf die Seiten. Das schaut nur alles ganz gut aus. Dann Frühstück Nummer 2.